Hey Leute, es ist mal wieder soweit für ein neues Unboxing und heute packen wir zusammen Enid Sinclair aus von der Serie Wednesday. Die Puppe wurde von Mattel gemacht im, ich sag mal, Monster High-Stil, und ich sammle ja Monster High-Puppen und die durfte natürlich dann nicht fehlen und ich freue mich richtig, jetzt die auszupacken mit euch zusammen. Das wird richtig cool. Ja, dann gucken wir uns erstmal den Karton an. Also einmal steht natürlich Monster High drauf und dann Wednesday, damit man das auch zuordnen kann. Das ist einmal die Rückseite vom Karton, natürlich in schwarz und lila. Und dieses Bild hier an der Seite, ne? Ich meine, wie cool ist das eigentlich? Das sieht so schön aus, das Bild. Ja, und jetzt, wir wollen ja nicht lange schnacken und uns den Karton angucken. Wir wollen ja uns die Puppe angucken. Deswegen machen wir natürlich so schnell wie möglich den Karton auf. Ich muss sagen, der Karton ist einfacher zu öffnen. Die anderen beiden, die wir ja schon ausgepackt hatten, die hatten ganz viele, diese durchsichtigen Laschen an den Seiten, die man erstmal alle rausziehen muss. Und hier muss man wirklich nur oben einmal den Kleber aufmachen und dann kann man auch schon die Puppe mit dem Rückenkarton eigentlich schon rausziehen. Fand ich richtig cool. Und jetzt ist diesmal auch ein Puppenständer dabei. Das finde ich auch richtig cool. Das ist der erste Puppenständer, den ich dann auch habe. Ich habe leider sonst noch keinen und dann auch noch einen von Monster High. Also der ist ja dann nicht blanko, da ist ja dann auch noch was drauf. Das gucken wir uns dann auch noch an. Ja, das ist einmal der Stab. Da hängt noch ein Gummiband dran. Also Gummibänder sind immer ohne Ende in diesen ganzen Puppenverpackungen. Also ja, da kann man sich schon mal dran gewöhnen, dass man Gummibänder ohne Ende hat, wenn man die auspackt. Und dann gucken wir uns einmal den Karton an. Hier ist einmal das Fenster. Das müssten einige, die Wednesday gucken, kennen. Auf Enids Seite ist das ja ganz bunt. Hier sind so ein paar Monster High Sachen, so ein kleines Schränkchen und unten dann das Stofftier und diese, Draculaura ist das, glaube ich, als Stoffpuppe. Ja, das ist die Rückseite, die mache ich dann einmal kurz lose. Beziehungsweise, da ist ja noch der Fußständer von unserem Puppenständer. Den packen wir natürlich erstmal zuerst aus und gucken uns den ganz genau an, was da so drauf ist. Da bin ich ja schon mal gespannt, weil, wie gesagt, das ist mein erster Puppenständer und ich weiß noch nicht, wie die so ganz genau aussehen. Da sieht man einmal schon mal den Totenkopf von Monster High, das ist ja so das Logo, mit Spinnenweben natürlich. Ohne geht natürlich nicht. Die Mechanik ist ganz einfach, ne? Man steckt das einfach ineinander, so, fertig. Und dann gucken wir mal, dass wir Enid aus diesem Karton mal befreien, ne? Die ist hinten ganz schön festgeklebt. So, ich hatte dann hinten schon mal ein bisschen was lose gemacht. Das hat ein bisschen gedauert, deswegen, das habe ich jetzt nicht extra mit aufgenommen. Mit euch zusammen mache ich jetzt noch hier die Gummibänder vorne ab. Also, wenn ihr euch so eine Puppe holt, dann würde ich auf jeden Fall eine Schere dazulegen, damit ihr die auch da rausbekommt, weil sonst reißt man alles irgendwie nur kaputt. Na, und passt auf, dass ihr nicht in die Klamotten schneidet oder in die Haare. Das ist wirklich so eine knifflige Angelegenheit. Da muss man echt aufpassen. Da wollte ich eben gerade nämlich an den Haaren, und da habe ich gesagt, nee, lieber doch nicht. Nicht, dass ich abrutsche und sie nachher eine Kurzhaarfrisur hat oder so, ne? Das möchte man ja dann auch nicht haben. Ja, Gummibänder. Mein Lieblingstee war echt. Letztes Mal waren schon so viele Gummibänder an der Puppe dran und jetzt schon wieder. Ja, ich mache auch hier diese Plastiknupsis ab, die die Mütze halten, weil er hatte das ja vorhin auf dem Bild gesehen, und da hatte sie die Mütze so ein Stück nach hinten, dass man ihren Scheitel auch gesehen hat, und so möchte ich die Mütze gerne auch aufsetzen. Deswegen hatte ich mir gedacht, das macht Sinn, wenn ich diese Plastikdinger halt eben abschneide.
Dann kann ich die Mütze halt so aufsetzen, wie ich das gerne möchte. Und ja, deswegen habe ich die abgetrennt. Ich habe im Nachhinein überlegt, ob das sinnvoller gewesen wäre, einfach die Mütze nach hinten zu schieben, ob das auch gegangen wäre. Aber das weiß ich jetzt halt eben nicht, weil ich nun mal die Befestigung halt eben einfach abgeschnitten habe. Das, ja, ist jetzt eben so, aber macht ja nichts. Die Mütze sitzt trotzdem, kann ich nur sagen. So, und dann holen wir mal den Rucksack erstmal raus. Den gucken wir uns gleich noch genauer an. Und dann gucken wir nochmal, ob die Enid noch an irgendwelchen Sachen dran. Ja, da war natürlich wieder so ein verstecktes Gummiband um den Bauch rum. Wer hätte es gedacht, dass ich beim ersten Mal gleich alle Gummibänder abhabe? Oh, das war schon. Okay. Ich habe jetzt gedacht, die ist noch mit dem Kopf irgendwie fest. Achso, das Teil, das habe ich noch in der Plastiktüte gefunden, wo dieser Fuß drin war. Das habe ich gar nicht vorhin gesehen beim Auspacken. Ich habe schon gedacht, wie soll die denn an dem Stab festhalten? Aber richtig gut. Das war da, ich weiß nicht, wie ich das übersehen konnte. Aber naja, ist jetzt ja da und dann ist gut. Ja, das ist einmal der Rucksack. Das sieht aus, als wenn der ja ein bisschen plüschig sein soll. Und vorne ist natürlich wieder vom Monster High dieses, ja, ich sag mal, Totenkopf-Herz halt. Und das ist ja so ein Zeichen, was man da kennt. Ich hatte gedacht, man kann den Rucksack aufmachen und es sieht auch irgendwie drin so aus, als wenn der unten so zusammengesteckt ist. Und ich habe auch versucht, den auseinanderzuziehen, aber das ging so schwer, dass ich das lieber gelassen habe, den ganz auseinander zu machen, weil ich Angst hatte, dass der kaputt geht. Und ja, jetzt gucken wir uns natürlich Enid einmal ganz genau an, weil die Details sieht man ja sonst nicht, wenn die so im Karton sind. Und zwar fangen wir wieder mit den Schuhen an. Und diese Schuhe, die sind so cool. Also die Idee finde ich halt eben mega. Also der eine Schuh, der hat einen Absatz, das ist so ein, ich denke eher so ein Stofftier-Einhorn, also richtig cool in Pink. Und der andere Schuh, der hat so ein, ja, so ein Teddybären einfach in Blau. Also das finde ich einfach, dieses Detail finde ich einfach so cool. Das ist auch so ein Grund, warum ich die Puppe unbedingt haben musste. Also das hat man halt nicht bei vielen Puppen, ne? Und dann hat sie halt so eine Leggings an und unten, das sieht so ein bisschen aus wie so Stulpen. Und auf der Leggings sind auch so ein bisschen versteckt so eine kleinen Monster-High-Herzen. Und ja, es ist so ein bisschen pink und rosa mit ein bisschen gelben Flecken drauf, so. Also richtig niedlich gemacht. Dann hat sie so einen Rock an und mit so kleinen Knöpfen. Und der Pullover, der ist auch total süß. Der hat ähnliche Farben halt eben wie die Leggings. Und dann ist da auch wieder dieses Herz drauf von Monster High, was man halt so kennt. Und was ich super cool finde, guckt mal ihre Nägel an. Hier ist so eher so blau und grün und gelb und dann auch so ein bisschen, ja, pink, eher so die Nägel. Und extra auch länger gemacht, weil sie ja so ein Werwolf-Mädchen ist. Und die andere Hand auch richtig cool, aber da ist eher so pink und weiß und ein bisschen lila. Also die Nägel sind halt ein bisschen anders lackiert und das finde ich richtig cool gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und in der Serie ist es ja genauso. Dann gucken wir uns ihr Gesicht einmal an. Also ich finde, die Lippen sind richtig cool gemacht. Auch die Farbe, die passt super zu dem ganzen Outfit. Und die Augen sind auch richtig schön. Dieses Goldene unter den Augenbrauen, das glitzert auch. Ich hoffe, man sieht das ganz gut auf der Kamera. Und in den Augen hat sie auch so, ja, das sieht aus wie dieses Fenster, was die da in dem Zimmer halt eben haben. Ja, das ist einmal die Mütze, die ist halt, also die ist nicht aus Stoff, die ist halt eben aus Kunststoff auch, die behält halt ihre Form. Ja, und Enid hat ja blonde Haare und ja, unter dem blonden Haar ist ja die eine Seite ein bisschen rosa und die andere Seite ist ein bisschen blau.
Und ja, da kann man jetzt nochmal, glaube ich, das ganz gut sehen, dass es so ein bisschen Gold ist. Ja, da ist mir ein Fleck aufgefallen, da habe ich gedacht, es wäre ein Fleck, aber nein, es ist ein Produktionsfehler anscheinend. Aber egal, das ist nicht so schlimm. Was mir noch aufgefallen ist, Enid hat so kleine, spitze, ja, ich würde mal sagen Wolfsohren, ne? Und das sieht auch so ein bisschen aus, als wenn da so ein paar Härchen so, ja, von abstehen. Und diese Puppe hat diesmal keine Ohrringe. Das, ja, ist bei ihr auch nicht. Ja, die Ohren sind halt eben auf, ja, beiden Seiten, beiden Seiten gleich auch. Ja, ich wollte das noch mal ein bisschen mit den Haaren dann auch zeigen, wie das unten aussieht mit dem Rosa da. Das finde ich nämlich eigentlich auch ganz cool gemacht. Und ja, da konnte man eben auch noch mal das goldene Glitzer an den Augen richtig gut erkennen. Und also die Haare sind auch wieder super weich. Ja, und dann haben wir uns, glaube ich, alles angeguckt von Enid. Und dann wollen wir sie uns noch mal kurz im Ganzen angucken und einmal ihre Accessoires dazu tun, damit sie dann auch komplett ist. Apropos komplett, wenn du das komplette Video gesehen hast und dir mein Unboxing gefallen hat, dann würde ich mich natürlich super freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch die Glocke aktivierst, damit du kein Video mehr von mir verpasst. Ein Like ist auch immer gerne gesehen. Ja, da ist Enid einmal noch komplett von oben bis unten, dass wir sie einmal noch mal im Ganzen sehen konnten. Auf jeden Fall war das mein Unboxing für heute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende oder einen schönen Abend. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.